Heute wird es mal wieder ein wenig aufwendiger. Und zwar werden wir heute ein Bœuf Bourguignon machen. Das ist so eine Art Gulasch auf Französisch. Nur besser, aber das lassen wir die Ungarn nicht wissen. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, bei Ratzfatz Schlemm. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Ein Bœuf Bourguignon, wie eben schon gesagt, im Prinzip ein Gulasch aus reinem oder mit reinem Rinderfleisch und mit Champignons. In Frankreich es kommt aus der Richtung Burgund und ist eigentlich ein Bauernessen, also ein einfaches Essen. Nicht die feine französische Küche, sondern tatsächlich eher rustikal. Gibt verschiedene Abwandlungen davon. Der eine macht mit Perlzwiebeln, wir werden es heute mit Schalotten machen. Und was aber generell immer Standard ist dabei, das Fleisch und das Gemüse wird angeschwitzt, angebraten und mit Rotwein abgelöscht. Worauf wir jetzt zu einem für mich wunderbaren neuen schönen Punkt kommen. Das Bœuf Bourguignon kommt aus Frankreich, aus dem Bereich Burgund, wird traditionell mit Spätburgunder gemacht. Gibt ein paar Unterschiede, wahrscheinlich in jedem Dorf wird das ein bisschen anders gemacht, nehme ich an. Ich nehme einen Regent und auf diesen Regent will ich jetzt zu sprechen kommen. Wie ich nicht verschleiern kann, ich komme aus Berlin. Und Berlin ist jetzt für vieles bekannt. Wir haben den Kudamm, wir haben das Brandenburger Tor und noch ganz viele andere Sachen. Die Currywurst ist vielleicht bekannt und der eine oder andere weiß vielleicht auch, dass das Kassler aus Berlin kommt. Das war ein Metzger, ein Berliner Metzger, 1800, schieß mich tot, der das Kassler dann quasi erfunden hat, weil er gepökelt hat irgendwie. Was viele nicht wissen, dass wir hier im Berliner Umland ein tolles Weingut haben. Und zwar ist das die Familie Lindicke, Dr. Lindicke, die das übernommen haben aus einem Bestand damals der DDR. Wurde in der DDR tatsächlich schon gegründet. Die haben das dann fortgeführt und machen da jetzt tatsächlich richtig guten, trinkbaren Wein. Und den benutze ich heute für meinen Bœuf Bourguignon. Und zwar ist das ein Regent, ein halbtrockener, ein kräftiger, vollmundiger Rotwein, den ich auch gerne trinke. Und was man gerne trinkt, darf man auch zum Essen benutzen. Und den werde ich heute machen. Ja, zu dem Weingut. Das ist im Südwesten von Berlin. Direkt im Anschluss an Berlin kommt der Potsdam. Und direkt an Potsdam dran ist Werder. Werder ist dem einen oder anderen Berliner sicherlich ein Begriff, weil es da ein großes Volksfest immer gab. Seit 140 Jahren, 145 Jahren. War mittlerweile auch das drittgrößte Volksfest Deutschlands, meines Wissens, nach dem Münchner Oktoberfest und den Cannstatter Vasen in Stuttgart. War das tatsächlich das drittgrößte wohl. Und ist jetzt die letzten 2 Jahre, glaube ich, hat nicht mehr stattgefunden. Die wollen das irgendwie neu aufmachen und so ein bisschen traditioneller wieder werden. Auf jeden Fall, da in Werder ist bekannt für Obstanbau, Obstweine und ja, letztendlich ist eine Weintraube, ein Wein auch Obst. Und die machen einen leckeren Wein, unter anderem also Weißwein, aber auch Rotwein und wie gesagt, sehr trinkbar. Meine Empfehlung, für Berliner natürlich nicht weit mal hinzufahren. Die haben die Weintine, da kann man
sich hinsetzen, auch eine Käseplatte essen oder ein Laugenbrötchen und da die Weine probieren und ja, über die Weinberge bis zu dem Wasser gucken und ist eine schöne Ecke da. Und liebe Grüße an Christine, mit der ich einen tollen, wegen dem Lockdown monatelang Austausch hatte und die das ermöglicht hat, dass wir hier zusammen mit dem schönen Wein des Bœuf Bourguignon machen können. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Nun zur Zubereitung, und zwar werden wir unser Bœuf Bourguignon mit 2 Zwiebeln machen. Die werden wir jetzt schälen und in Achtel schneiden, also so Spalten schneiden. Das Gemüse werden wir putzen, die Karotten schälen und in Scheiben schneiden. Den Sellerie in kleine Würfel schneiden. 2 Knoblauchzehen hacken und dann werden wir das draußen auf dem Grill im Dutch-Ofen anbraten und dort zubereiten. I'm out of patience, I'm out of feels, but I guess I'm waiting around for something real. I'm going crazy, like what's the deal? 'Cause I want you to show me what you feel. You're watching me like you're wanting me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is, bend open my heart like you feel. Sollte euch das Video gefallen, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. So, das Gulasch braten wir jetzt portionsweise im Dutch-Ofen an. Und zwar nehmen wir uns dafür 2 Teelöffel, oh, der ist schon richtig heiß, 2 Teelöffel Rapsöl und portionsweise, damit, falls das Fleisch Wasser lässt, das nicht kocht, sondern wirklich brät. Beim Anbraten muss der Topf richtig heiß sein, richtig knackeheiß. Ich habe hier 3 Brenner unter dem Topf, habe alle 3 an, habe jetzt den mittleren ausgemacht. Bei meinem Grill ist es hier die Searson, glaube ich, heißt die. Und die habe ich jetzt ausgemacht. Zum Vorheizen war die an. Und sobald sich das Fleisch wieder vom Topf löst, ist es gut angebraten, kann ein bisschen gewendet werden. Ansonsten nicht das Fleisch abreißen. So ein gusseiserner Topf, der lässt das Fleisch, wenn es denn fertig gebraten ist, los. Ah, das sieht gut aus. Das fertige Fleisch wird dann gesalzen und gepfeffert. Ich habe das bewusst nicht vorher gepfeffert, damit der Pfeffer nicht verbrennt. Wir zum Garen drehen wir die Temperatur runter, dann kann der Pfeffer nicht mehr verbrennen. Deswegen mache ich das jetzt erst. Insgesamt habe ich für 4 Personen 600 Gramm Fleisch gerechnet. Ja, bisschen Salz und Pfeffer. So, das Fleisch ist angebraten, gewürzt. Der Topf ist im Moment leer, heizt sich gerade nochmal auf und jetzt kommt das Gemüse dazu. Das wird einfach auch nochmal schön angeröstet. Und wenn das so ein paar Röstaromen bekommen hat, dann löschen wir es ab mit dem Wein. Und zwar glasieren und deglasieren wir das dann insgesamt am besten 3-mal. Der Link zum Weinbau Dr. Lindnicke, den lege ich mal unten in die Box rein. Da könnt ihr dann direkt zur Homepage kommen. Prost, der Koch darf nicht zu kurz kommen. Der ist echt lecker. Boah, der hat Körper. Also wer
so einen kräftigen Wein mag, ist mit dem gut bedient. Im Übrigen gehört der Weinberg zum Anbaugebiet Saale-Unstrut im Moment noch, weil Brandenburg hat noch kein eigenes Weinanbaugebiet. Ein sogenanntes GU, geografische Ursprungsbezeichnung, so nennt sich das. Und zwar wird das in den nächsten Jahren, in den nächsten 3 Jahren vielleicht tatsächlich geändert. Und dann gibt es hier in Brandenburg ein eigenes Weinanbaugebiet. Und die Familie Lindecke gehört dann nämlich dazu. Und es wird sich im Übrigen nennen obere Havel oder mittlere Havel oder irgendwie so ähnlich. Irgendwas mit Havel, Weinanbaugebiet Havelland oder sowas in der Richtung. So, das Gemüse hat jetzt Röstaromen entwickelt. Ich schalte mal ein bisschen weiter runter. Das heißt, 2 Brenner sind immer noch auf volle Leistung. Der in der Mitte, den habe ich jetzt ausgeschaltet. Und jetzt löschen wir das Gemüse mit insgesamt 100 Milliliter ab. Die 100 Milliliter verteilen wir so ungefähr auf 3 Durchgänge. So, das Gemüse ist jetzt 3-mal deglaciert worden, hat eine tolle Farbe angenommen. Jetzt mache ich in den Topf eine freie Stelle, wo das Tomatenmark reinkommt. Das lasse ich kurz anrösten. Dadurch verliert es so ein bisschen die Säure. Ja. Ruhig ein bisschen breiter machen. Und gleichzeitig werde ich das Gemüse jetzt mit dem Mehl bestäuben. Die Mengenangaben, wie schon eingeblendet eben, die findet ihr unten in der Box. Das war hier, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, 1 Esslöffel Mehl. So. Und wenn das so ein bisschen angerüstet und Temperatur bekommen hat, können wir das alles mal ein bisschen umrühren. Das sieht jetzt nicht mehr ganz so lecker aus in dem Moment. Aber das wird sich gleich wieder ändern. Und zwar löschen wir das jetzt alles noch einmal ab. Diesmal mit Gemüsefond. 500 Milliliter. So, das Mehl sorgt jetzt dafür, dass das gleich so ein bisschen automatisch andickt. Dann geben wir noch 1 Esslöffel Thymian dazu. Das ist Maloer Gartenthymian natürlich. Und was auch sonst. Und 3 Lorbeerblätter. Und das Fleisch, drehen die Temperatur jetzt runter auf ein Minimum. Und das Fleisch kommt zurück. Schön den Fleischsaft auch mit reingeben. Das ist purer Geschmack. So, alles umrühren. Und das darf jetzt so bei niedriger Temperatur 2 Stunden lang köcheln. So ein bisschen schmoren. Deckel drauf. Worauf zu achten ist, dass tatsächlich so regelmäßig mal nachgeguckt wird, ob da auch noch Flüssigkeit drin ist. Und wie schon erwähnt, immer mal den Deckel öffnen, damit da genug Flüssigkeit ist. Ein bisschen umrühren, eventuell ein bisschen Wasser, 50 Milliliter, 100 Milliliter Wasser nochmal nachkippen, falls zu viel verdunstet ist. Wer den Dutch Oven nicht auf seinem Gasgrill kriegt oder die Möglichkeit nicht hat, kann so ein Dutch Oven selbstverständlich direkt auf die Kohle, so ist nämlich die eigentliche Benutzung von so einem Dutch Oven, direkt auf Kohlen raufstellen. Da gibt es zahlreiche Videos auf YouTube, wo man sich sowas angucken kann. Selbstverständlich geht das auch im Kochtopf auf dem Herd in der Küche. Aber da wird die Bude so warm und das ist schon so warm und mir ist das hier draußen einfach lieber und macht mir Spaß und ist überhaupt viel cooler. Was ich noch sagen wollte, genau,
in der Zwischenzeit bereiten wir uns jetzt die Pilze vor. Die Champignons werden niemals feucht abgewischt, sondern nur trocken abgerieben, falls da Erde dran ist. Und dann werden wir die vierteln und die geviertelten brauchen wir später. Wir brauchen insgesamt 500 Gramm Champignons. Das sind leider nur 400 gewesen, deswegen habe ich noch 100 Gramm Shiitake-Pilze benutzt. Die haben einfach noch ein bisschen mehr Geschmack als Champignons und geben noch ein bisschen mehr Wumms. Die Champignons haben wir geviertelt. Die Schalotten habe ich jetzt geschält und die halbieren wir uns einfach. Und die werden jetzt auf einer Pfanne mit einem Teelöffel Zucker karamellisiert. Leicht angebraten und die kommen dann zu dem Bœuf Bourguignon dazu. Vorher braten wir die Champignons nochmal an und auch die kommen dann dazu. Als Beilage essen wir so ein Steinofenbaguette. Dafür habe ich bei dem Grill die rechte Flamme angeschaltet, damit ich einfach ein bisschen mehr Temperatur bekomme, weil das Bœuf Bourguignon immer noch auf minimale Temperatur läuft. Und um das aufzubacken, das lege ich hier oben auf den Warmhaltegrill, Warmhalterost. Um das aufzubacken, brauchen wir so 200 Grad. Und in der Zwischenzeit werden wir auf dem Seitenkochfeld unsere Schalotten anbraten. So, in einem Teelöffel Öl ein wenig Salz und Pfeffer dazu. Ah, sieht doch schon gut aus. Und ein Teelöffel Zucker dazu. Bisschen verteilen. Und dann mit etwas Gemüsebrühe ablöschen. So, nachdem die Schalotten jetzt abgelöscht wurden, habe ich die in dem Fond so 4-5 Minuten köcheln lassen. Und jetzt geben wir die zu dem Bourguignon dazu. Ach, das sieht gut aus. So. Und in den Bratenansatz kommen jetzt die Champignons in die Pfanne. Und die Pilze werden jetzt ebenfalls für ein paar Minuten kurz angeschwitzt. Bisschen salzen und bisschen pfeffern. So, die Pilze lassen wir jetzt auch nochmal so 10 Minuten mitköcheln und dann wird angerichtet. Diese ganze Portion mit 2 Scheiben Baguette, da sind wir heute bei 10 Dings da. Guten Appetit. Jetzt beschmatter ich mich, glaube ich. Oh, ein butterzartes Fleisch. Oh, geiles Aroma. Und die Soße mit den karamellisierten Zwiebeln, die Karotten. Oh, ein Traum, ein Traum. Prost. Und der Regent, der passt echt gut dazu. Lecker, lecker. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Lasst mir doch mal einen Daumen hoch da und ich freue mich über jeden Abonnenten. Fragen gerne in die Kommentare und ansonsten bleibt gesund. Bis nächste Woche, euer Carsten. Ciao.